hast verlängert bei Focus Clan. Erstmal. Vertrag verlängert. Finde ich richtig nice. Ja, vielen Dank. Ja, war nicht mal so schwere Entscheidung. Ich hatte viel Spaß letztes Jahr und ja, wir haben uns da ganz schnell geeinigt. Und ja, haben noch viel vor. Durch Corona hat natürlich viel gestoppt, aber ja, wir haben noch viel vor und dann gucken wir in Zukunft, was noch passiert. Ja, Corona ist so eine Sache, ne? Also es ist nicht so. Also ich glaube, E-Sportler ist auch nicht so leicht jetzt. Ja, also wir hatten schon leichter als viele andere Jobs, weil bei uns noch viel online geht. Turniere gab es halt natürlich nicht so viele, gab noch 2. Aber ja, wir konnten halt viel streamen, viel zocken. War natürlich in so einem Monat, wo FIFA langsam ausstirbt. Das war natürlich ein bisschen schade, aber ja klar. Konnte man noch ein bisschen was machen. Ja. Ja, es ist so eine Sache. Ich sehe gerade auf Twitch. Ja, ich versuche hier gerade, dir zuzuhören, hier zu hosten und gleichzeitig schnell die Kamera reinzuratzen. Das Problem ist immer, wenn ich die Kamera einmal schiebe, dann hängt OBS sich kurz auf und dann muss ich wieder 5 Sekunden warten. Das ist immer auf Ehrenbasis. Aber du kennst das ja selber mit dieser Technik-Sachen immer, ne? Das ist immer so eine Sache. Ich hab das jetzt nicht geschafft, so schnell. Ja? Ich muss ja Eindruck hinterlassen, weißt du? Ja, aber ganz kurz, ich werde einfach nebenbei fummeln und ist so ein Hobby von mir. Also, und dich einfach ein paar. Ich meine, wir haben uns ja auch schon vor 2 Jahren kurz kennengelernt, aber offiziell eigentlich so richtig letztes Jahr. Und ich war da eigentlich so ein bisschen kleiner Fanboy, weil wir haben uns ja bei der Gamescom gesehen, wo du gerade frischer Weltmeister warst. Das war echt mega cool. Ich wollte noch mal so ein bisschen, weil wir jetzt mal persönlich drüber reden dürfen, noch mal so dich noch ein bisschen nerven, weil du die Frage bestimmt noch nie beantwortet hast, wie es so für dich war, der Moment. Dieses Erlebnis. Ich habe ja noch mal Bilder auch vorbereitet und die noch mal einblende, wie das war. Auch wie du dann da saßt mit Stylo an der Wand und konntest das gar nicht fassen und so. Irre. Ja, wenn man jetzt im Nachhinein guckt, ist es natürlich ein bisschen leichter zu erzählen. Ja, in den ersten Monaten konntest du eigentlich gar nichts erzählen, weil da immer so viel auf dich draufgeschmissen wurde in den nächsten Wochen und Monate. Ich dachte auch, nachdem ich einen Titel gewonnen habe, Weltmeistertitel und dann so viel Geld, dann chill ich jetzt erstmal 3 Monate auf den Malediven und chill mein Leben. Aber dort ist gefühlt jeden Tag 24 Stunden was zu tun und dies und das, weil du musst halt auch die Zeit ausnutzen, dann die Hype-Phase. Und ja, wirklich in den ersten 3-4 Monaten konnte ich das nicht so gut verarbeiten. Ja, und jetzt in der Zeit, vor allem jetzt in den 6 Monaten, wo du zu Hause warst, hast du gefühlt jeden Monat 2-3 Mal diese Wiederholungen angeguckt und ja, konntest erst, hast du erst so mal nachgedacht, wie krank das überhaupt war und auch die ganze Zeit danach, was für ein Hype man hatte, wen man alles kennengelernt hatte und das war natürlich alles eine kranke Zeit. Total, also ich meine, ich bin ja auch sehr Spätzünder, was E-Sport so angeht, aber da bin ich so mitgegangen, ne, also echt so irre. Ich meine, da hat man echt was verpasst, wenn man das nicht gesehen hat. Da hat man so richtig mitgefiebert, richtig krass. FIFA 20 war ja so ein Jahr, ne? Nicht nur Corona, sondern das Game selbst ist ja so eine Sache an sich. Und ich wollte noch mal fragen, du hast ja damals gepostet, dass du in Kanada warst und hast ja sogar gesagt, du willst nie wieder über das Spiel meckern. Ist das denn noch möglich? Da hast glaube ich, nie so ganz dran gehalten, oder? Ja, an sich, ich war ja da und habe das Spiel, ja, ich habe die Vollversion war dann fertig, wir sollten die dann testen. Und die war echt nicht schlecht, also man konnte die echt zocken, wir hatten wirklich Spaß daran. Ja, und dann haben wir noch viel Feedback gegeben, die haben sich alles aufgeschrieben, immer gesagt, gut, boah, das ist eine sehr gute Idee, sehr gute Idee. Ja, und dann gab es zum Beispiel Schüsse im 16er, das kann ich mich erinnern, das waren so flache Finesse-Schüsse. Und die waren richtig geil, da ist fast jeder reingegangen, so von 10, 11 Metern. Und so sollte das ja auch sein, wenn Messi da von 11 Metern reinschlänzt. Das macht er ja auch im Echten dann immer rein. Und wir haben gesagt, boah, das ist geil, lass das unbedingt drin oder mach das noch besser. Ja, und sowas halt. Und dann hatten wir gedacht, wir können Feedback geben, wir können das. Und dann kam der erste Patch, weil in der Vollversion konnten wir ja nichts ändern. Die war fertig und dann haben wir ein Feedback gegeben für den ersten Patch. Ja, und dann sind auf einmal diese Schüsse weggegangen, wo wir alle gesagt haben, die sind geil. Und vieles andere wird halt auch nicht verbessert. Dieses Time-Wasting kam dann halt noch dazu und dass man nicht flanken kann und sowas. Also kamen viele Sachen dazu, aber wir fanden das halt heftig, dass diese Schüsse einfach weggepatcht wurden, obwohl wir gesagt haben, das ist richtig geil und sollten unbedingt lassen und das macht das Spiel einfach besser. Und ab dem Zeitpunkt haben wir halt gar nichts mehr verstanden. Und, das war interessant, ehrlich gesagt. Ich meine, ich kenne ja auch vieles, kriege ja auch vieles mit, aber das habe ich jetzt noch nicht gehört. Das ist halt sehr interessant, ne? Wenn dann einfach die Schüsse
ja, warum kriegt man positives Feedback und ändert es dann? Das ist eine sehr gute Frage, da kann ich dich gut verstehen irgendwie. Wir haben ja danach immer noch Kontakt gehabt zu denen, da habe ich natürlich gefragt und die meinten halt, ja, irgendwann benutzen halt alle nur noch den Schuss und das ist halt dann zu OP und so. Ja, wen juckt's, wenn man von 10 Meter dann diesen Schuss hat? Also, ja, und die wollten halt einfach komplett random Schüsse, also immer viele Varianten und alles Mögliche. Aber ist halt für uns Profis immer halt kacke, wenn du immer auf Glück basiert gehst. Ja klar, ihr wollt ja mal reingehen, mal nicht. Ja, ihr wollt ja einstudieren, ne? Also... Ja, da muss ja nicht jeder reingehen, aber ich würde schon verlangen, wenn einer mit 99 Abschluss von 10 Meter das ein Tor macht. Ist ja egal. Ja, ist halt auch ein Sport, ne? Aber da hat man halt so gesehen, auf was die Wert legen. Und das fanden wir halt sehr schade. Flanken wird ja wieder so ein Thema. Wurde ja auch promotet in FIFA 21. Wie siehst du das so ein bisschen? Flanken sind wieder da. Also Flanken waren ja letztes Jahr nicht so schlecht, aber die Kopfbälle waren halt so wie so ein Flummi. Ja, das stimmt. Das war echt witzig. Also du konntest nichts kontrollieren und jetzt kannst du es halt, wenn du gut lenkst, kommen die Kopfbälle. Also da musst du wirklich immer auf die Ecken lenken oder auf welche Ecke. Die sind halt komplett manuell fast. Und ich fand die halt extrem einfach, weil ich halt immer lenke. Aber wenn ich dann mit anderen gezockt habe, die jetzt wirklich letztes Jahr oder die letzten Jahr wenig gezockt haben, bei denen ist jeder Kopfball gegen die Eckfahne gegangen. Also ist schon Skill-Latz, muss halt gucken. Da bin ich auch mal sehr gespannt. So die manuellen Kopfbälle, das ist ja vielleicht etwas, was ja für euch E-Sportler gut ist, weil ihr könnt das ja richtig jetzt eintrainieren. Also ich sag mal so, Tex wird sich wieder freuen mit seinen kurzen Ecken. Also könnte ich mir vorstellen, kannst du dich vielleicht erinnern, 2000, wann waren das? 2018 war es, glaube ich, mit seinen ganzen Eckenkellerei. So. Ja, die ganzen Xbox-Spieler kannten alle Ecken, ich weiß auch nicht warum, die studieren das komplett ein. Ich mag Flanken sehr, also das ist für mich auch sehr, sehr gut. Ich flanke sehr, sehr viel normalerweise im Feld, aber Ecken habe ich jetzt noch nicht so gegrindet. Ich finde es aber geil, dass wieder Flanken wieder geht und Kopfbälle, das macht schon wieder aus. Die Frage ist halt nur, geht man am Ende wieder mehr auf schmale, also kleine Spieler, die schnell sind, flink sind, beweglich sind und dann ist es wieder so eine Sache mit den Kopfbällen. So. Ja. Ne? Man muss halt gucken, vielleicht spielt man ja kleiner auf dem Sturm und dann groß über außen, damit du halt da immer flanken kannst auf dem zweiten Pfosten, also man wird es halt sehen. Ja, sowas ist dann immer auch ganz spannend zum Thema Gamers Academy. Die Frage ist halt auch wirklich, wie geht man das Ganze an mit FIFA 21, ne? Und das ist auch so eine Sache, wie gehst du dazu mit E-Sportlern? Ich meine, ich mache jetzt nicht diese Standardfragen mit, ja, ich trainiere dann halt 16 Stunden am Tag und was weiß ich was, aber was ist so dein erster Ansatz, den du wirklich machst, wenn du das Gameplay zur Verfügung hast? Also klar, üben, aber was ist die erste Sache, die du übst? Guckst du dir erst das Gameplay nur an, oder? Also in der ersten Woche öffne ich eigentlich nur Packs und dann fange ich an zu zocken. Ah, okay. Weil das ist ja immer auch ein wichtiger Punkt, dass du dann OP-Team immer hast und so schneller du machst. Deswegen bin ich wirklich in der ersten Woche fast komplett nur am Team und dann fange ich an zu zocken und dann ja, spiele ich meistens Draft am Anfang und teste halt wirklich jeden Scheiß, ne? Also wenn man das so sagen. Ja, ich habe damals in FIFA 19, als ich Weltmeister war, das Jahr, habe ich halt auch alles gekonnt, was geht, weil ich halt auch fast alles erfunden habe. So diese Schüsse von 40 Metern aus der Drehung mit Grünheim, finde ich, das habe ich halt rausgefunden, weil ich halt einfach die ersten Tage einfach irgendwas ausprobiere und ja, gucke, ob irgendwas klappt und so werde ich das auch angehen, ne? Ich flank von irgendwo, ich schieße von irgendwo. Und sieht halt manchmal auch komplett Banane aus. Die Zuschauer denken sich, was macht der? Aber wenn man dann halt irgendwas findet und ja, was Krasses findet, dann macht man den Stream aus, wartet auf das nächste Turnier und meistens gewinnst du dann das auch. Oder kommst sehr, sehr weit, weil du halt was kannst, was die anderen nicht können. Ja, macht Sinn. Übst du dann wirklich eine Flanke immer wieder oder einfach so ja, zwischendurch? Weil ich bin ja jemand so casual-mäßig, weiß ja, die Flanke kann ich mal wieder machen. Aber weißt du, wenn man trainiert, dann macht man ja immer wieder, dass der Rhythmus drin ist, oder? Oder wie ist das? Klar, also wenn ich irgendwas rausfinde oder irgendwo ein Video sehe auf Twitter oder so, dass irgendwas ein bisschen effektiv ist und dann spiele ich halt 5 Spiele und mache nur noch das und gucke von welcher Position, welchem Winkel, wo musst du gedreht sein und machst das die ganze Zeit und irgendwann hoffst du, dass irgendwas klappt und irgendwas OP ist. Aber wenn du was rausfindest, dann übt man es schon mehr, also... Ja klar, wenn du das Gefühl hast, du musst halt nur dein inneres Gefühl, musst du vertrauen, dass das irgendwie OP sein kann. Und dann, es gibt auch Sachen, da sehe ich auf Twitter, da sehe ich irgend so ein Tor von 50 Metern, wo ein Torwartfehler macht. Da weiß ich aber schon im Vorhinein, das wird
ist einfach ein Spielfehler und das war's auch. Aber es gibt halt wirklich ein paar Sachen, da erkennst du direkt, okay, das könnte die neue Meta sein. Ja, also sowas wie zum Beispiel FIFA 19, La Coqueta, schön. Das war so brutal, ne? Aber Dragback war ja auch nicht besser. So teilweise, das war echt brutal. Das ist auch wieder so das nächste Thema, agiles Tripling. Also wir hatten jetzt La Coqueta OP in FIFA 19, Dragback in FIFA 20 und jetzt kommt das agile Dribbling. Was gehe ich ins Englische rein? Ich glaube, dass es gegen in der Weekend League komplett OP sein wird, wenn du so einen Dribbelstarken hast, weil die meisten spammen halt einfach Tackle-Taste und laufen einfach so die ersten Gegner, aber ich weiß nicht, ob das ob die Profis das spielen würden gegeneinander, weil das bringt irgendwie ein bisschen Tempo raus und so OP habe ich es jetzt noch nicht gesehen. Aber okay, wenn ich jetzt gegen Gamer Browser gezockt habe und das gemacht habe, dann war der schon manchmal lost. So. Ja, da ist ja nichts Neues. Nein, Quatsch. Nein, Simon, alles gut. Ja, aber es sind halt so spannende Sachen, weil es gab ja jedes Jahr jetzt immer irgendwas, was OP war in FIFA. Das ist halt immer so eine Sache. Weil die Balance ist ja auch so ein Wunsch, ne? Dass man die Dinge gut lernen kann und dass man eben eine Balance in allem sieht. Was ja immer das Problem ist mit diesem nicht stabilen Gameplay. In einem Spiel ist es so und im anderen Spiel ist es wieder so. Das wollen die halt genau, ne? Also das will EA genau, dass alles gleichmäßig irgendwie gemacht wird und nichts OP gibt. Also es kommt, wie gesagt, diese Schüsse von 8 Meter waren ja komplett realistisch, aber das wollten die trotzdem nicht haben, weil man sonst keinen anderen Schuss benutzt. Und ich glaube schon, dass nächstes Jahr alles komplett random sein wird noch. Also selbst wenn Flanken am Anfang OP sein werden, das werden die auch dann wegnehmen oder Dribbling oder irgendwas. Die wollen halt nicht sehen, dass man 90 Minuten das Gleiche macht. Ja, nee, aber ich meine, irgendwie verstehe ich es auch, ne? Wenn du immer nur einen Knopf drückst, ist auch irgendwie langweilig. Also immer nur einen Knopf. Ich meine, alle haben sich über Time Finishing aufgeregt, aber jetzt ist ja wieder so, jeder drückt einen Knopf und Tor. Ich weiß nicht, was findest du besser, dass man was üben muss und das so gut kann, dann wird man belohnt, oder findest du es besser, ja, drück mal einmal Kreis und fertig? Ja, ich als Profi fand natürlich Time finde ich schon mega geil. Also, weil du konntest halt selber immer, zu dir immer sagen, okay, ich habe das Beste getan in der Position. Ich habe dahin geschossen, habe Grün getroffen, wenn er dann nicht reingeht, hast du halt Pech. Aber du kannst sagen, ich konnte nicht mehr trainieren und jetzt ist es halt so, du schießt 10-mal von der gleichen Position, gleichen Ecke und gleichen Torwart. Und da gehen 5 rein, 5 nicht. Und das ist halt für einen Profi komplett Banane. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die meisten dann Time, finde ich, gehatet haben, wenn die 5-0 verloren haben und 5 Schüsse von 30 Meter reingingen. Ne? Ich meine, bei mir geht es nämlich immer so in der Weekend League. Ich bin ja so Gold 2, Gold 1, ne, um dir so ein Bild zu geben. Und ich habe das Problem, dass ich, ich merke, was für Fehler ich mache. Deswegen bin ich auch kein Pro. Und das nicht abstellen kann, ist ja auch so eine Fähigkeit, was ein E-Sportler braucht. Ne? Aus den Fehlern lernen und verbessern. Aber mir fällt es oft auf, dass ich eigentlich besser bin als der Gegner und habe dann nur 100.000 Schüsse, die gehen nicht rein. Und der Gegner macht einen Konter und drin. Hast du da, ich meine, ich kenne viele aus meiner Community, vielleicht du aus deiner auch, die das auch so haben. Hast du da irgendwie einen Ratschlag oder so? Ja, ist man dann zu offensiv oder? Ich habe auch Spiele, wo ich dann viele Schüsse habe, die nicht reingehen, aber meistens sagt man halt zu dir selber, du hast halt oft irgendwie nicht gut geschossen oder das waren halt auch keine 100%igen. Es kann natürlich sein, du schießt 20 Meter von 30 Meter und der Gegner macht einmal und der geht rein. Das ist halt alles Glückssache, ne, manchmal. Aber du kannst halt schon deine Schüsse auch trainieren und gucken, was effektiv ist und da mal in die kurze schießen statt die lange oder da noch einen Schritt gehen, Torwart ausdribbeln, weiß nicht, irgendwie sowas. Ich habe auch immer schon überlegt, weil es gibt ja immer Diskussionen, Momentum und dann denke ich immer, wenn ich es genau analysiere, hätte es vielleicht auch besser machen können, ne? So ist immer so die Frage, weil es wird ja immer gleich aufs Momentum geschoben und guckt gar nicht drauf, was man vielleicht selber hätte besser machen können. Da muss man auch so ein bisschen Analysefähigkeiten haben als E-Sportler, so direkt. Oder macht ihr sowas gar nicht? Analysierst du deine Spiele? Ich analysiere meistens halt die heftigen Sachen, also die Tore oder die Gegentore. Und manchmal halt irgendwas, wo ich halt im Spiel gemerkt habe, da ich was falsch gemacht habe. Aber so jetzt 90 Minuten das Spiel angucken, mache ich nicht eigentlich. Also habe ich noch nie gemacht eigentlich. Okay, interessant. Ich dachte aber vielleicht, dass so die Leute wirklich die nochmal aufnehmen, nochmal angucken oder keine Ahnung. So richtig so fußballmäßig, auch so echte Sport. Analyseprogramm, ja. Weißt du? Gibt schon manche, die das machen, aber ich nicht. Also ich gucke mir gerne die Tore an und gucke, wie ich mein Tor zustande gebracht habe. Oder ein Gegentor, was ich da falsch gemacht habe, aber das im Spiel, das wechselt eigentlich jedes Spiel, also da passiert selten immer das Gleiche. Und es gibt ja jetzt hier bei Gamers Academy so ein cooles Skill-Game, also es ist noch
eine Entwicklung, demnächst kostenlos. Und ich habe gehört, dass du da auch bei dir dann demnächst irgendwas Cooles machen willst. Ich zeige das auch später den Leuten, wenn der Mo dann aufs Töpfchen gehen muss. Nein, Quatsch, wenn er dann geht. Das ist ja auch sehr interessant. Das habe ich jetzt mal ausprobiert schon so ein bisschen. Da kann man ja richtig die Skills üben. Hast du es auch schon mal ausprobiert? Ja, also wir haben ja zusammen dran gearbeitet. Ja, wir haben geguckt, weil ich habe genau das Thema, dieses Skill üben, das brauche ich ja selber. Auch wenn ich Weltmeister bin, kann ich nicht jeden Skill, bin ich kein Pro, der jeden Skill kann oder irgendwas. Ich benutze sogar voll wenig Skill im Spiel und da konnte ich halt selber was lernen. Das war das Ziel, dass selbst ich was lernen kann und wenn ich was lernen kann, dann kann das jeder und ich glaube, das ist eine richtig coole Sache und ja, ist natürlich noch eine Anfangsphase, wird noch ein, zwei Verbesserungen haben, aber ich glaube, fürs Erste ist das mega nice und ja, wie gesagt, selbst ich trainiere es halt, ne? Ja, ich habe es mir auch ausprobiert und ich habe zum Beispiel den Rainbow Flick auf schwer schon einfach nur verkackt. Also da merke ich erstmal, ich habe überhaupt in meinem Daumen gar keinen Rhythmus. Ich glaube, es ist auch echt so ein Problem. Also ich konnte ja vor 3 Jahren noch nicht mal eine Ballrolle. So schnell geht's. Ich habe es auch erst alles 2016, wo ich halt erst ja wirklich da irgendwie da reingekommen bin, habe ich ja erstmal sogar YouTube gegoogelt, wie eine Ballrolle geht oder ich konnte halt gar nicht skillen, ne? Oder ein Dirtbag. Also ich war wie jeder andere, habe irgendwas gesucht und ich glaube, das könnte halt viele helfen. Das Coolste, glaube ich, dabei ist, wenn ihr irgendwas falsch macht oder was richtig macht, kommt meine Stimme dann und sagt, gut gemacht. Das geht besser. Ach Mist, das habe ich noch gar nicht gesehen. Verdammt. Ich weiß nicht, ob das direkt am Anfang kommt, aber ich glaube, das ist, ja. Das dann wahrscheinlich bei der Vollversion dann, wenn es dann endgültig final ist. Also ich konnte es mit 16 auch nicht leisten, ohne dass irgendwie meine Eltern 8 Jahre angebettet haben und ich das. Also ich kann das schon verstehen und ja, ist auch richtig so, wenn man das halt so macht. Also ich glaube, was so gemacht wird mit Augenzwinkern. Ihr seht also, Leute, Grüße an eure Eltern, supportet eure Kinder. Ihr seht, da könnt dann vielleicht Weltmeister werden. Ja, nur mal so nebenbei, ja. Hier muss ja Eindruck hinterlassen. Ich meine, dann gibt es bestimmt irgendwann wieder so wie letztes Jahr bei den Saisonaufgaben, so heißt ja die Tifos von dir und so. Das war echt geil. Also, ich muss auch was Besonderes sein. Hallo, wenn du in einem Spiel, wo 25 Millionen Leute spielen, dein Banner drin sind, oder? Das ist mega. Also, wenn du auch dann irgendwie einfach mit Kollegen spielst in der Fußballverein, die einmal im Jahr FIFA spielen, dann, wenn ich dann halt heimspiele und alle sitzen da und sehen auf einmal mein Gesicht da im Spiel und alle, hä, warte mal, was war das gerade? Was war das? Wie ist das? Muss man das Spiel neu starten, damit die es nochmal sehen. Also ist schon krass. Ja, nächstes Jahr wird es das wahrscheinlich auch geben und ja, wird mega cool. Also und dann schreiben mir halt aber auch jeder, am Wochenende schreiben mir, glaube ich, 15.000 Leute, dass die mich besiegt haben, weil die halt denken, wenn das Bild da ist, dass die dann gegen mich spielen. Leute, ich habe Mo letztens geschlagen. Ja! Wie genial. Die Frage ist halt wieder, was erwartest du von EA, was die Patch-Saison angeht? Jetzt hast du vorhin schon gesagt, ja, Schüsse haben wir bestätigt, aber wurde dann geändert. Was müsste denn EA machen, dass nicht wieder so eine Sache passiert, wie dieser ganze Shitstorm, der diese Saison war, FIFA 20? Mehr auf euch hören oder... Ich weiß nicht, wenn man auf uns hört, ob jetzt die ganzen Menschen auf der ganzen Welt glücklich sind, ne? Das ist halt immer die Sache. Also das sage ich halt so offen und ehrlich. Wenn ich halt das komplette Spiel alleine entwickle, dann haben die ganzen Profis Spaß, aber keine anderen, ne? Weil wir das halt so schwer wie möglich machen wollen und EA will das halt so leicht wie möglich machen für die Leute und das ist halt immer so ein schwer, dann so ein Mittelding zu finden. Vor allem, wenn jetzt E-Sports noch größer ist. Ich weiß gar nicht, ob das so schlau war, von EA E-Sports so groß zu machen langsam, dass jetzt dass sie jetzt so ein Zwischending finden müssen fast. Weil ich glaube, wenn alle Profis und alle YouTuber meckern und die Stars, weil die halt ein schweres Spiel wollen, dann hat sie eher schwer, obwohl 10 Millionen Menschen einfach zu Hause in ihrem Zimmer vielleicht glücklich sind. Das wissen wir halt alle gar nicht. Wir wissen halt nur diese öffentliche Meinung. Ja, und das ist halt auch, wenn das Spiel rauskommt, ist es schwer, noch irgendwie besser zu machen. Also meistens wird es halt immer schlechter ein bisschen. Ja, ist aber ein bisschen komisch, woran das immer liegt. Vielleicht hört man zu viel auf die Sachen, die getweetet oder gepostet oder sonst irgendwas wird. Das ist nämlich immer so ein bisschen mein Eindruck, weißt du? Man muss halt immer so gucken, man spielt halt das Spiel und es gibt halt auch im ersten Monat oder ersten 2 so gut wie keine Spielfehler oder Bugs oder so OP-Sachen und die kommen dann halt alle raus und dann, die muss man halt patchen, dann patcht man halt eine Sache, aber dann macht man eine andere Sache kaputt und das ist halt immer das Problem. Und deswegen muss das Spiel eigentlich von Anfang an geil sein und es darf eigentlich gar kein Patch kommen. Aber ist auch schwierig, oder? Wenn da irgendwas die noch... sagen halt,
wenn du einmal was an diesem Code dann bewegst, machst du irgendwo in der Ecke was anderes kaputt und dann muss das Ganze wieder von Anfang. Das ist halt so ein Kreislauf. Ich weiß, wie kompliziert das ist, was zu ändern. Also das ist wirklich, da gibt es da war irgend so ein Chinese dann, der 80 Millionen Tastenschläge in der Sekunde macht und auf einmal ist ein Spieler schneller, ne? Ist halt schon komplett crazy. Also es war echt eine Erfahrung fürs Leben. Das ist krass. Hätte ich auch gerne mal gesehen, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, das ist auch so dieses Thema Transparenz von EA. Ne? Weil ich kenne auch ein paar Sachen, die ich jetzt ja leider nicht erzählen darf. Aber wo man denkt, hey, wenn das die Öffentlichkeit wüsste, dann hätte vielleicht EA ein ganz anderes Image. Aber man möchte es halt nicht, ne? So, und das ist halt das auch, was du meinst. Es ist ja interessant mal zu wissen, dass da halt doch ein bisschen komplexer das ganze Spiel ist intern, dass da einer, wie du sagst, Chinese rumtipselt. Ja, ich glaube, so Sportspiele, also ohne EA jetzt komplett beschützen zu wollen, aber so Sportspiele sind ja fast die schwersten zu programmieren, weil halt du musst halt für jeden Winkel mal was anderes, also eine andere Wahrscheinlichkeit einfügen von dem Pass, Wahrscheinlichkeit wieder ankommt. Und halt jeder einzelne Millimeter im Feld oder Winkel vom Spieler musst du halt einstellen und das ist halt das Komplizierte. Wenn du halt Fall Guys oder so machst, das ist halt ein bisschen leichter alles zu machen. Ich denke mir es halt auch, ne? Die ganzen CPU-KI und so, die ja komplett mitberechnet werden muss, die Server müssen die mitberechnen und sonst irgendwas. Hat man ja in FIFA 20 bei der Corona-Phase extrem geil gemerkt. Wenn dann so ein Delay oder sowas war, dass dann irgendwie deine CPU-KI irgendwie oder deine CPU an sich irgendwie noch einen Schritt nach vorne gemacht hat, obwohl die Berechnung eigentlich schon sein müsste, ihr müsst einen Gang zurückgehen und schon wurdest du ausgekontert. Ich weiß nicht, ich bin jetzt ja nicht so der Pro wie du, aber vielleicht nicht, ob du das auch so mal bemerkt hast, wenn die Server mal ein bisschen rotzig waren. Klar, also wenn Server rotzig sind, dann ist das ganze Spiel rotz. Also da passiert viel einfach, also du kannst fast gar nichts mehr kontrollieren, ne? Das ist halt komplett komisch. Ist mega. Die Spieler auf einmal Fehler, die laufen auf einmal am Ball vorbei und sowas halt ist. Ja, ich denke mir auch immer so, dass entweder bin ich so blöd oder sind es jetzt die Server, weil ich habe manchmal so Gegner, wo ich mir denke, what the fuck, ey, der ist ja 100-mal schneller, der sieht ja schon die Zukunft, was ich vorhabe oder sonst irgendwas. Egal, ob ich dann skille oder ruhig passe oder was auch immer, der weiß immer, was ich mache. Wie als hätte der irgendwie so ein bisschen, also ich wäre ein bisschen so zurückgezogen von der Zeit, weißt du? Ich weiß nicht, das ist auch immer so interessant. Ich meine, das macht ja euch E-Sportler auch aus, dann mit so einer Situation umzugehen. Spannend irgendwie. Wir haben ja auch viele Situationen, wenn dein Son auf einmal Laufduell verliert und so, dann fragst du dich auch, hey, woran kann das liegen? Ja, manchmal ist er halt Turbo, manchmal ist er halt langsam und das ist halt immer ganz komisch. Ich weiß nicht, wie man es mal erklären. Man sagt einfach Momentum, dann hat man alles geregelt. Ja, dann ist die beste Ausrede, die nehme ich auch natürlich immer gerne, ist ja ganz klar, so ein bisschen. Also bei mir ist auch immer so in dem Moment irgendwie voll am Ragen und am Meckern übers Spiel, aber wenn ich dann runterkomme, merke ich immer, shit, ich hätte es auch ein bisschen besser machen können, ne? So, also ich weiß nicht, ob du das kennst, bestimmt vielleicht auch. Obwohl du bist ja immer irgendwie, also was heißt immer, das stimmt ja nicht, wir haben auch schon anders sicher erlebt, aber sehr, sehr positiv und ruhig eigentlich oft, ne? Also ich sehe jetzt, es gibt ein paar, die schon öfter einen Controller geworfen haben, sag ich mal. Ja, oft bin ich echt ruhig. Leider nicht immer. Würde gern immer ruhig sein und positiv, weil das ist immer das Beste, was man machen kann. Aber ja, Controller kaputt gemacht habe ich glaube ich noch nie, deswegen bin ich immer noch sehr stolz drauf. Respekt. Wahrscheinlich deswegen auch Weltmeister. Vielleicht, wahrscheinlich nicht, aber ja, vielleicht komme ich bald den Guinness World Record für gespielte Minuten ohne Controller kaputt zu machen. Das ist ein geiler Rekord. Der ist richtig gut. Der ist nice. Ja, aber das ist wirklich so ein Punkt, ne? Mentalität. Das ist ja hier, wir sind ja bei Gamers Academy, ne? Zum Thema Academy, was lernen. Gibt's da irgendwie so, wo du sagst, es gibt so einen Trick, wie man ein bisschen ruhig wieder runterkommen kann? Oder so Thema Mentalität oder... Ich meine, es ist ja schwierig, in dem Moment runterzukommen. Viele sind ja auch mal auf Rage bei einem Spiel und spielen weiter und haben plötzlich dann 5-0 oder sowas in der Bilanz. Oder 0-5 in dem Sinne. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich denke halt immer, du hast halt immer so viel Glück wie Pech. Also selbst wenn der mal ein Pass ankommt, glücklich von dem Gegner oder 10 Pässe, du kannst dir sicher sein, dass du auch 10 glückliche Pässe irgendwo gespielt hast und das merkt man halt aber nicht so. Du denkst halt immer, du bist krass und wenn du mal ein Glückstor schießt, ist es gar nicht so viel Glück, wie wenn du einen Scheißtor kassierst. Ja. Und daran muss man halt immer denken, dass du immer in FIFA genauso viel Glück hast wie Pech. Und ja, das kann man glaube ich auch beweisen, wenn man das zusammenzählt, alles und so. Und damit beruhigt man sich halt ein bisschen leichter. Und ja, einfach viele sind halt, ich bin halt auch vom allgemeinen Lebensstil halt einfach ruhiger und gechillter. Bei
allen Dingen, bei Streit mit Freundin oder irgendwas. Glaub, also absoluter Charaktervorteil. Ja, ich glaube, ob das jetzt geil ist fürs Leben, weiß ich nicht. Es gibt auch viele Nachteile dabei. Aber ja, ich glaube, das ist auch viel einfach das Menschliche. Wenn einer die ganze Zeit rumschreit und rumbrüllt, wird der in FIFA jetzt auch nicht gechillt sein, weil er denkt, okay, der andere hat jetzt auch genauso viel Glück wie ich. Der wird halt trotzdem rumschreien. Es ist, ja, es ist halt wirklich nicht so einfach. Es ist immer einfacher gesagt als getan, immer positiv zu sein. Vor allem bei FIFA 20 jetzt, da habe ich es ja selber nicht mehr geschafft. Da habe ich einfach gesagt, komm, ich höre jetzt einfach auf zu zocken für ein paar Monate und hoffe, dass es dann besser geht. Und das war halt genauso schlimm. Schlimmer. Ja, oder schlimmer sogar wirklich. Es war wirklich ein Katastrophenspiel und da bin ich ja selbst. Also ich sag dann, ich spiele halt nicht mehr und verzichte wirklich auf. Ja, also ich finde es immer ganz spannend, vielleicht auch für die Leute, die jetzt hier im Stream sind, im Chat, auch ganz spannend, weil das motiviert dann auch einen selbst nochmal für FIFA 21 nochmal an sich zu arbeiten, so ein bisschen, wenn man es auch mal von so einem Pro nochmal hört. Ja, was nimmst du dir so vor zu FIFA 21, wenn es hoffentlich wieder einen E-World Cup gibt? Titelverteidigung, oder? Ich setz mal ein bisschen Druck aus. Ich glaube, 2 Pokale passen da noch rein. Und dann Karriereende oder was? Da muss ich mir was überlegen. Entweder Karriereende oder ich baue ein bisschen was um. Aber ich glaube, 2 Titel wären super. Irgendwas. Muss halt nicht ordentlich WM sein. Ich meine, wenn du es halt nicht, wenn du nicht gut genug bist, ist es auch so. Ich meine, die Spitze ist so extrem eng und ich glaube, viele wissen gar nicht, wie ich das gewonnen habe. Deswegen kann man das nicht jedes Jahr erwarten. Ich will dabei sein. Ich komme, wenn ich da bin, komme ich immer weit, weil die anderen einfach sich in die Hose scheißen vor dem Turnier. Und ich gehe da einfach gechillt rein. Deswegen muss ich erstmal da reinkommen und dann wird man sehen. Und das ist schwer genug da zu sein. Ja, das glaube ich, wir kennen es ja alle irgendwie. Alleine schon, ich glaube, selbst so ein Silber-1-Spieler kann das nachvollziehen, wenn du sowas sagst. Hier gibt es noch irgendwas, was du den Zuschauern als Tipp mitgeben könntest zum Start von FIFA 21. Jetzt, wo es auch keine Demo gibt, man kann gar nicht vorüben, auch wenn das Gameplay anders ist. Ja, ich habe einen Kranken-Tipp. Also schaut mal auch bei seinen Stream. Ich habe gehört, der ist ein guter Streamer, der erklärt da auch sehr, sehr viel. Und, Hashtag Schleichwerbung. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Das ist in Ordnung. Da gucken wir doch alle gerne rein, auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Das ist ein schönes Schlusswort auf jeden Fall. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du die Zeit gefunden hast, mal so Einblicke für uns zu geben. Fand ich richtig nice. Also vielen Dank. Applaus gibt's nicht, also nur so weißt. Machst du selber, ja. So,